Now, this facility where we are at this very moment is the research center. Dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, das ist das Forschungszentrum. And we will walk you through and you can see the different generations of the technology on this plant. Und wir werden euch jetzt durchführen durch das Gelände und ihr werdet dann die verschiedenen Maschinen und Anlagen, die verschiedenen Generationen der Entwicklung sehen. Once we finish our tour here, we will move on to the next site. Und dann, wenn wir mit dieser Tour fertig sind, dann gehen wir auf das nächste Grundstück rüber. Where you can see the actual production taking place. Und dort seht ihr dann, wie die aktuelle Produktion funktioniert. Now, without further ado, I would like to introduce you the man, Wir können nicht mehr Worte Dr machen. Metta Visessombat. Thank you very much and welcome to our research center in Sepco. Ich danke euch sehr, dass ihr da seid und willkommen in unserem Forschungszentrum hier. This department is a facility for the master degree and for the doctorate degree to do their own research for this degree. Also das ist hier unser Bereich, wo wir als Doktoren hier die Entwicklung machen. Yes, this department is under the Department of Chemical Technology and Faculty of Science. Und zwar ist diese Abteilung unter Technology, das ist also eine Unterabteilung der chemikalischen Abteilung der Universität. And our duty in here, we are doing two things. One is give the lecture to student and advise it to student and also to the people around in the community. Okay, wir machen zwei Dinge hier. Zum einen, dass wir unsere Studenten hier ausbilden und aber auch uns wenden an die Leute hier in der Umgebung. Yes, for the community here, we teach the people here to use all the agricultural waste to make useful of it. Und was wir machen ist, dass wir der Community, also den Leuten, die hier wohnen, beibringen, wie sie ihren Abfall hier gebrauchen können, einsetzen können. And then we also research for another provinces to come to learn to study how to make a good useful from the biomass. Und dann haben wir auch noch Kontakt zu 4 weiteren Provinzen, die hierher kommen, damit sie ihren Abfall in Biomüll umwandeln können. Biomasse umwandeln. Right. So we start with from the biomass here and from agricultural waste. Wir fangen also hier bei der Biomasse an und dem Abfall von der Landwirtschaft. This is a cassava stem. Also das ist eine bestimmte Art von Wurzel. We use all that to make a powder. This is the powder. Okay, aus dem wird dieses Puder hier hergestellt. We left here, we burn it. Und wir verbrennen das. We burn it and then we create all the smoke on toxic environment. Okay, wenn man das normalerweise verbrennt, dann hat das sehr, sehr viele giftige Gase. It's the same thing with the corn. Und natürlich auch mit dem Korn. And then they use it, and we use it, and then we burn it, and then create a lot of the problem for the environment. Also wenn man das normalerweise jetzt verbrennen würde, dann würde das sehr, sehr viele Probleme für die Umwelt bewirken. So we tell them to use this to make a charcoal, normal basic charcoal. Wir sagen ihnen, sie sollen das verwenden, um so eine Kohle herzustellen. And after this charcoal, we teach them how to burn it back again and compress it as a compressed charcoal like this. Okay, und wenn sie das dann in diese Kohle umgewandelt haben, dann wird das komprimiert noch einmal. Yeah. We increase the price from this one and to this one 10 times. Okay, der Preis von dieser Kohle zu der komprimierten Kohle ist nochmal 10-mal so hoch. Same thing again, and then we tell them, okay, you're not finished yet. We create this one, we burn it again and generate, activate carbon, this one. Okay, also wir verbrennen das dann und machen daraus Aktivkohle. This one you can use in the barbecue, to the heating in your house. Das kann man zum Beispiel dann verwenden, wenn man den Griller beheizt oder fürs Heizen im Haus. The value of this activated carbon is 10 times or 20 times
expensive than this one. Aber der Wert von der Aktivkohle ist 10 bis 20 Mal so hoch wie diese komprimierte Kohle. This one we use in the industry for the tire manufacturing, for the car tires, and then for the filtering industry. Das wird also in der Industrie verwendet. What do you use for? Das ist Carbon, nicht Aktivkohle, einfach Carbon. Also das ist Carbon. Carbon, yes, Das ist carbon. Carbon. Tut mir leid, ja. What do you use it for? It's used for the car tire factory. Okay. Das wird in den Fabriken verwendet, die Autoreifen herstellen. Or we use to absorb the smell. Oder natürlich auch Carbon nimmt natürlich auch Gerüche auf. And this one we use it for the absorb smell in your wardrobe. Okay. Zum Beispiel, das kann man in den Kasten reinlegen, das nimmt die Gerüche auf. So, therefore, everything that we hear, we tell them how to make, to use food. Also alles, was wir hier an Rohstoffen verwenden, wir sagen den Leuten, wie sie das umwandeln können und verwenden können. So we give them the good packaging. Und we send it to Europe to sell it. Wir sorgen natürlich auch für die gute Verpackung, sodass man das dann auch nach Europa schicken kann. This also used from bamboo. Aha, das ist also aus Bambus. Yes, after we use some part of the bamboo to make the chopstick, the rest that we throw and burn it away. Okay, also aus dem Bambus werden auch diese Sticks gemacht, mit denen man isst, und der Rest wird dann weggeworfen. The rest will be thrown away? Burn it, yes. Normalerweise schmeißen das die Leute ja weg, aber wir verwenden das auch. Yes, we teach them to do that and create like a wood pallet like this. Okay. To make and to send to Europe again. The price of this is approximately $200 per ton. Also das ist also ganz komprimiertes Holz, eigentlich auch zum, das sind so Pellets, und 200 US dollar per ton. Also pro Tonne 200 US-Dollar wert. Same with that one like hatch, that one from the rice. Das wird aus dem Reis gewonnen. Yeah, normally we throw it away and we burn it away. Okay, normalerweise wird es auch weggeworfen oder einfach verbrannt. Right, so we make either this one or we make the carbon. Okay, entweder stellen wir dieses Produkt her oder eben Carbon. Yeah. Okay, and that on that side is from the plastic. Jetzt wenden wir uns mal den Plastik zu. In here we develop what we call the pyrolysis system. Okay, das nennen wir das Pyrolyse-System. Pyrolysis system is like you burn something when you don't have an oxygen. Okay, Pyrolyse heißt im Grunde genommen, du verbrennst etwas und hast aber kaum Sauerstoff. Yeah, this system been with us many years ago, a long time, so more than 100 years, and then now we developed into another way. Okay, wir kennen diese Technologie eigentlich schon seit 100 Jahren, haben sie aber weiterentwickelt. Right. Normally, before that pyrolysis, they put all the waste or the plastic or anything into the vessel and put the fire underneath. Okay, früher hat man das ganze Plastik einfach in ein Gefäß gegeben, hat unten ein Feuer angezündet. And then you burn it, and then the plastic will melt it and create the smoke. Okay, dann hat man das eben angezündet, und das hat natürlich dann sehr viel Rauchentwicklung gehabt. When you finish it, you open the lid. Und dann, wenn du fertig mit Verbrennen bist, hast du einfach den Deckel geöffnet. We need to open the lid before we put this one, a new one in. Bevor du dann wieder neues Material machst. But when you open it, you have all the smoke go everywhere. Das Problem ist, wenn du es öffnest, dann kommt natürlich der Rauch und geht überall raus. Yes, create the problem for the air. Und das stellt ein riesiges Problem für die Luft dar. Is this batch system? Yes, that's what we call the batch system. Yes. So now we develop something like we use for the continuous system. Also nun haben wir etwas entwickelt für ein ständiges System. The system will take all the waste into the first reactor. Also das System funktioniert so, es nimmt also den Plastikabfall und transportiert es in den ersten Reaktor. The first reactor we use approximately 100 degrees Celsius to get rid of the oxygen.
Okay, und in diesem ersten Reaktor, da haben wir eine Temperatur von ungefähr 100 Grad und wir, you get rid of something? Oxygen. Okay, und dort verlässt dann der Sauerstoff das Ganze. When you don't have the oxygen, the plastic will melt it, create a vapor, and then we take the vapor for distillation. Okay, can you repeat that again, Yeah, please? when it's melted, you have the smoke. Okay, wenn du das schmilzt, dann hast du eben den Rauch. Yeah, and then you take the smoke to reduce the temperature Okay, and create the. dann nimmst du den Rauch raus und reduzierst dadurch die Temperatur. This one will run 24 hours a day non-stop. Okay, das läuft bei uns 24 Stunden non-stop. It's no open and no close. Es wird eben nicht geschlossen und nicht geöffnet. So therefore, we don't have any air pollution to come out from the system. Und das Wunderbare ist, wir haben dadurch überhaupt keine Luftverschmutzung, die aus dem System herauskommt. And we don't use the water to wash to clean it, so therefore we don't have the water pollution as well. Wir brauchen auch nicht einmal Wasser, um das zu reinigen, das heißt, wir haben auch kein Problem mit der Wasserverschmutzung. The machine will run is normally with the air blow, so therefore we don't have the noise pollution as well. Okay, eigentlich wird das nur durch einen Luftgebläse gereinigt und so haben wir auch no noise. No noise, no noise, no air. Okay. Keine Lärm und auch keine störende Luft. The main from the beginning, the main fuel we put it in. We can put any fuel of it to start the machine first. Okay. In here we use the wood as a main fuel. Okay, natürlich muss man die Maschine mal in Gang setzen durch einen Art Treibstoff, den wir zunächst mit Holz machen. Because of the wood in here is cheap, and then we use anything to burn it to get the heat from the beginning. Okay, das Holz hat den Vorteil, es ist sehr günstig hier und dadurch erzeugen wir natürlich die erste Hitze, um das Gerät zum Laufen zu bringen. After the system run, they will generate more gas and more oil. We can use that gas and oil for the system as well. Wenn das Ganze dann läuft, dann produziert das System Gas und Öl und dadurch läuft es dann weiter. Yes, okay. We use the plastic, dirty plastic, that is when the people don't want it. Okay, wir sind in der Lage, hier auch schmutziges Plastik zu verwenden, das was die Leute eigentlich nicht mehr möchten. A good bag or good plastic, then you can do the recycle. But when you don't need the plastic everywhere, you can use them on the plastic. Also zum Beispiel aus Plastiktaschen, die man einfach nicht mehr gebrauchen kann. Das kann man überall verwenden. We approximately use this one on 2 kgs, 2 kilo, Okay. for 1 liter of oil. Also 2 Kilo Plastik brauchen wir, um 1 Liter Öl herzustellen. Yes, so we can get the oil like this for 1 liter. Okay, so da kommt dann heraus ca. 1 Liter Öl. This oil you can use straight away into the low-speed diesel engine. Okay, dieses Öl ist zum Beispiel geeignet für Niedriggeschwindigkeit Diesel. Or the big ship, the Also liner. die ganze große Schifffahrt zum Beispiel. Yes. And after that, if we refine this again, we will get a diesel. Und wenn wir das dann weiter raffinerieren, dann bekommen wir Diesel raus. This diesel, we get 60% from this one. Okay, von dem kriegen wir ungefähr 60% raus. Yes. And after that, we refine it again, we get a good diesel or the high-speed diesel. Dann geht es weiter durch diesen Raffinerieprozess in einen Hochgeschwindigkeitsdiesel. And then also we can get a super high-speed diesel and the gasoline. Okay, und das ist dann ein super Hochgeschwindigkeitsdiesel und schließlich das Benzin. Yeah. So we have 60% of this and 30% of that. Das heißt, wir haben 60% davon und 30% vom Benzin. The quality will be equivalent to the Euro 4. Okay, und die Qualität ist vergleichbar mit dem Euro 4. Euro 4? Yes, Euro 4. If you refine it again, you will get Euro 5, Euro 6, it depends on the Okay, und wenn man das weiter raffineriert, kriegt man dann höhere Qualität wie Euro 5 oder Euro 6 zum Beispiel. This is the way that we are doing is better than the oil from the petroleum. Because of the petroleum, you have more sulfur. Okay, so die Art und Weise, auf die wir das machen, ist natürlich viel besser, denn die großen Ölfirmen, die haben ein Problem, nämlich den Schwefelgehalt. So the less of 10%, then we can get the activate carbon again.
Mit den letzten 10% kriegen wir wieder aktiv Kohle. Yes. Ist das Carbon? Active Coal. Yeah, active carbon. Also es ist Aktivkohle. Yes. Carbon. Carbon. Sorry. Not an expert. Okay. So, if you get the oil from the ground, you can get just only 30% of this and 30% of that. Also wenn man das Öl jetzt normales aus dem Boden rausholt, kriegt man 60% of this, 30% of this, and 30% von dem, and 30% of this. und 30% von dem. It's a tar that you use on the road or in your roof. That one. Tar or bitumen. Es gibt Concrete ground? Yes. Ja, okay, das ist zum Beispiel gut für Asphalt. So therefore, if from here you get more diesel and more gas. Aber von dem bekommst du eben sowohl mehr Diesel als auch mehr Benzin. So this is from the plastic, and so we also are doing from the cooking oil. Waste cooking oil. You mean the waste cooking oil, waste fish and chip oil or KFC oil? Okay, wir verwenden natürlich auch den Abfall von Kochöl aus KFC zum Beispiel bei McDonald's. Yes, exactly. So we can make the diesel out of that one. Auch von dem können wir Diesel natürlich herstellen. Same thing we can use for the crude palm oil. Palm oil. Also und dasselbe natürlich auch das Palmöl. Aus dem Palmöl können wir auch Treibstoff We herstellen. can use diesel from the palm oil. Aus dem stellen wir auch Diesel her. In here we teach the student what to do and how to do in here. Okay, hier in diesem Gebäude, da bringen wir unseren Studenten bei, wie sie eben aus diesem Rohmaterial die verschiedenen Arten von Treibstoff herstellen können. Most of the students in here, they will have their own topic of research, and then they give them the advice what to do. Okay, die meisten Studenten, die hierher kommen, die spezialisieren sich eigentlich auf einen Bereich und wir geben ihnen dann Anleitungen dazu. After they have the result, and then we can use that one to develop the machine. Okay, wenn sie dann ihre Forschungsergebnisse fertig haben, dann verwenden wir die dann natürlich auch, um unsere Maschinen weiterzuentwickeln. Right. So this is what we are doing here. In here, Das ist das, was wir hier in diesem Gebäude machen. so in here we have our own laboratory. Wir haben natürlich auch unser eigenes Laboratorium. And then we also working with the Tokyo University. Und da arbeiten wir unter anderem auch mit der Universität in Tokio zusammen. The Tokyo University, we use what we call the system we call the Fischertron. Fischertron. Aha, also die nennen das Fischertron? Yes, Fischertron is from factory developed in Germany. Aber das wird eigentlich in Deutschland hergestellt. And then, but we use it but research it, but they use too much of the energy in here. Use a lot of the electricity. Okay, das wird also hier sehr viel auch für die Elektrizität gebraucht. Yes, so we use it to learn with the Japanese. This is the came out from the Fischertron system. The Okay. same thing again. Auch diese beiden Produkte kommen aus dem Fischer-Drop-System, das wir, you learned that from the guys in Tokyo, right? Yes. Okay, die haben das also auch von der Universität in Tokyo so übernommen. So in here we can take you to see the machine, each machine that we have in here. Und wir zeigen euch dann nachher die verschiedenen Maschinen, die wir eben da drüben im Gelände aufgestellt haben. Yeah, I think that you will understand and then we need any more information. Do you have any questions? Braucht ihr jetzt noch irgendwelche Informationen, spezielle? Very good. Very good. Very good. I wanted to highlight just a few Ich things. wollte noch ein paar Dinge unterstreichen. And you remember when we discussed about the different types of oils, Erinnert euch, wie wir über die verschiedenen Arten von Öl gesprochen haben. and that is exactly what Dr. mentioned as well. So our oil that we produce from our machines Und das ist genau das, was Dr. Metta gerade gesagt hat. Und das Öl, das wir von unseren Maschinen bekommen, is more environmentally friendly das ist natürlich viel umweltfreundlicher and more financially profitable und deswegen auch finanziell viel profitabler
for the oil refineries and oil companies für die verschiedenen Raffinerien und Ölfirmen. than the normal crude oil that would be pumped out. Als das ganz normale Rohöl, das man aus dem Boden heraus kriegt. And that is mainly for the reason that the plastic that we're using has been already cleaned from all of these harmful chemicals and toxics like sulfur. Und der Grund, warum wir so eine hohe Qualität herauskriegen, liegt letztendlich auch darin begründet, dass wir hier das Plastik schon von den schlimmsten Giften gereinigt haben. Von Schwefel zum Beispiel. Ja. And as Dr. mentioned, we can use plastic which is dirty. Dr. Metta hat ja gesagt, wir können zum einen Plastik verwenden, das noch schmutzig ist. We will do a very simple cleaning process for it, Und da machen wir zuvor natürlich einen sehr einfachen Reinigungsprozess, where we get rid of, for example, food waste or stones and sand. also da sortieren wir dann den Lebensmittelabfall oder Steine oder Sand heraus. But it's very important to understand that we don't have to use clean plastic. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wir müssen nicht ein total gesäubertes Plastik verwenden. And this process you will see here today as well. Und diesen Prozess, den werdet ihr jetzt auch gleich sehen können. But if the plastic is really clean, Aber wenn das Plastik dann doch wirklich rein ist, we can get up to about 95% oil. dann kriegen wir da bis zu 95% Öl heraus. So always, the more cleaner plastic we can get, Natürlich the ist better so, for our process. je sauberer das Plastik ist, das wir verarbeiten, desto höher die Qualität, die dann herauskommt. Now, desto mehr kann man raus. Desto mehr, the more you get up, the higher the quality also, right? the quality will be pretty much the same. Okay. But it's just about the ratio of how much we put. Okay. Instead of 90-95%. Because if you, Okay. I'll use Dr. Metta example. Plastic is very light. Das Plastik ist ja sehr leicht. So if you have 100 kilos of plastic, Wenn wir also zum Beispiel 100 Kilo Plastik haben, and then you have maybe 1 kilo, or you have a, let's say you have a grain of rice or any kind of stone or anything else there. und wenn dann zum Beispiel das vermischt ist mit Reis oder mit Gestein, It's obviously much more heavier. dann ist es natürlich viel, viel schwerer. And that's why we try to limit that we only put to the machine things that can give us oil as much as possible. Und das versuchen wir natürlich so viel wie möglich zu begrenzen, damit wir so viel Öl wie möglich aus dem Prozess herausbekommen. So that's why we clean the plastic a Und lot. deswegen reinigen wir vorher das Plastik. Any further questions you might have? So weitere Fragen bitte. Okay. If not, then I would like to invite you to outside, and we, let's meet up there right now, and we start the tour and take you for a grand tour. Now, before we go, I would like to give one more applause for Yes. Dr. Metta. Thank you very much. Thank you. Okay, perfect. So one of the first things that was needed was a proper research laboratory that analyzed the results, the fuel. Dann war das Erste, was Sie unbedingt gebraucht hatten, ein anständiges Laboratorium, um einfach die Analysen durchführen zu können. So he and his partners, they formed the collaboration with the Chulalongkorn University. Und er und sein Team haben dann eine Partnerschaft begonnen mit der Universität von, who created great support for this research now for already more than 15 years. und diese Universität hat dann die Forschung über 15 Jahre sehr, sehr unterstützt. So here you can see the laboratory. Today it's closed because it's Saturday. Ihr seht hier das Laboratorium, was heute geschlossen ist, weil wir Samstag haben. And this is where all the fuels are being analyzed and tested. Und hier werden die ganzen verschiedenen Treibstoffe eben analysiert und getestet. And further research is done to improve the quality and efficiency. Und es wird auch hier weitere Forschung betrieben, um natürlich die Qualität ständig zu verbessern. Correct. Now, here behind you, you can see a nice, funny little machine, Hier seht ihr eine ganz lustige Maschine, kleine Maschine. which is obviously used for testing purposes, not for production purposes. Und man sieht gleich, dass die eigentlich für Testzwecke hier steht und nicht für Produktion. But this one can actually convert your cooking oil into fuel.
Aber dieses kleine Gerät ist zum Beispiel in der Lage, dein altes Kochöl in Treibstoff zu verwandeln. And this is one of the steps of the development that has been taken here over many years. Und das ist zum Beispiel einer der Entwicklungsschritte, die hier über viele, viele Jahre entwickelt worden ist. Now, this machine here would be first generation Polypetron Pyrolysis. Und hier seht ihr die erste Generation, also die Polypetron 1. Genau. This production unit be able to process about 2,000 kilos per day. Und diese Anlage ist in der Lage, 2000 Kilo am Tag zu verarbeiten. And to convert that into about 1,000 liters per day. Und herauskommen dann ungefähr 1000 Liter Treibstoff. There is a total of 2 Generation 1 production modules that has been manufactured. Es gibt also 2 Generation 1 Geräte, die hergestellt worden sind. The first one, which is here and will be more of a museum piece in the future. Das erste, das bleibt hier stehen und wird so als Art Museumsstück hier bleiben. And the other unit, which is currently operational on the other land where we will be visiting soon. Und das andere, das ist dann immer wieder auch im Einsatz auf dem Grundstück, das wir dann anschauen. So this unit is no longer in active use. Also diese Anlage, die ist jetzt im Moment nicht mehr in Betrieb. This one here is the second generation production module. Und hier sehen wir die Generation Nummer 2. This unit is slightly larger. Die ist also auch einiges größer schon. Able to process approximately 3,000 kilos per day into about 1,500 liters per day. Okay, die ist also in der Lage, schon 3 Tonnen zu verarbeiten und rauskommen und dann 1,500 Liter. But this unit is still using the batch system. Und bei diesem System wird immer noch das Batch-System verwendet. Das heißt also geöffnet und geschlossen. Yes. Es wird geöffnet und geschlossen. And that's why it's also no longer used when the team has developed much more advanced technologies. Und deswegen wird es jetzt auch nicht mehr gebraucht, weil eben das Team eine viel fortgeschrittene Technik entwickelt hat. So in the future it will be also part of the Sepco museum. Und in der Zukunft wird das Teil des Sepco Museums sein. Perfect. Now moving forward, outside please. Question here was that, can I use your bottle? Sure. There was a good question here. Es gab eine gute Frage, die gestellt wurde. The question was that if we take out the label Wenn wir jetzt zum Beispiel die Marke da herunterreißen and the cap and the ring, und die Verschlusskappe und den Ring, as we have discussed before, that we are using this as a raw material, das haben wir ja schon besprochen, dass wir das als Rohmaterial verwenden. what do we do with the bottle? Was tun wir dann eigentlich mit der Flasche? So, just so everybody has a clear understanding, Nur, dass das jeder gut versteht. we can use all of these materials, all of these plastics as our raw material. Wir können alles von diesem Plastik als Rohmaterial verwenden. But the amount of oil that we get out from different types of plastics is different. Aber eben die Menge an Öl, die wir aus den verschiedenen Sorten von Plastik rauskriegen, ist unterschiedlich. For example, from the plastic bottle, we would only get about 40% in oil. Von dieser PET-Flasche kriegen wir ca. nur 40% Öl raus. When the labels and the cap and the ring, we would get, if it's clean, up to 95%. Währenddessen wir ja aus der Marken, dem Aufkleber und dem Ring und der Kappe oben bis zu 95% rauskriegen, wenn es sauber ist. So when we have 24 hours per day to operate our machine, Wenn wir also 24 Stunden am Tag unsere Maschine am Laufen haben, we of course want to use a raw material which gives us most of oil. dann wollen wir natürlich das Rohmaterial verwenden, was uns das meiste Öl gibt. There are also recycling operations even here in Thailand already Es gibt which recycle the bottles. Es gibt natürlich andere Recyclingfirmen in Thailand, die sich spezialisiert haben auf das Recycling von PET-Flaschen. And they are able to make new bottles from the old bottles. Und sie sind in der Lage, aus diesen alten Flaschen neue Flaschen herzustellen. But the recycling companies won't touch the labels
the caps and the rings. Aber diese Recyclingfirmen, die rühren die Marke und den Ring und den Deckel nicht an. They will throw them into the landfill. Sondern die werfen das einfach auf die Entsorgungsanlage. And that's perfect for us. Und das ist natürlich ideal für uns. So we take the gold that nobody wants. Wir nehmen uns das Gold, das niemand sonst will. But if we are somewhere and there is only plastic bottles, aber wenn wir irgendwo sind, wo es wirklich nur Plastikflaschen gibt, we can use them 100%. dann können wir das auch zu 100% verwenden. But right now we get more money by selling the bottles to recycling than using them in our system. Aber im Moment kriegen wir einfach mehr Geld, indem wir die PET-Flaschen verkaufen an die spezialisierten Firmen, als wenn wir sie selbst verarbeiten würden. Perfect. Now, in was für einem Zustand werden die Flaschen verkauft? Werden die noch einmal gereinigt und gehäckselt? Oder? In what kind of state will the bottles be sold? Will they be Cleaned and cut? no, we just sort them out in the waste management facility. Okay. So when we receive from the government waste, we will separate it. Okay, wenn wir den Abfall bekommen von der Regierung, dann tun wir das aussortieren. No, the companies that recycle, they will break it down for very small pieces and then they will manufacture new plastics. Okay. Now this machine here is a mobile pyrolysis unit. Und diese Maschine hier ist eine mobile Pyrolyseanlage. But this unit, specifically this one, has been made for making fuels out of bio-waste. Und diese ist speziell hergestellt worden, um aus Bio-Abfall Treibstoff herzustellen. So this machine is not for plastic. Da geht es also nicht um Plastik. But what we are doing right now is we are designing and completing the plans for the plastic machine. Und worauf wir uns jetzt konzentrieren, ist, wir arbeiten die Technologie und die Strategie für die Plastikreproduktion aus. Mobile Plastik. Yes. And it will be very similar, Das wird sehr ähnlich ausschauen wie das. and it will be able to process 3,000 kilos of plastic per day Und es wird in der Lage sein, 3000 Kilo Plastik pro Tag zu verarbeiten to approximately 2,500 liters per und day. mit einem Ergebnis von 2000 bis 2500 Liter Treibstoff. And our plan is to build it in a way where you can put plastic from the other side, Und wir wollen das so bauen, dass man das Plastik von der anderen Seite reingeben kann have it converted into oil, und dass das konvertiert wird zu Öl and then to be refined with a small refinery, und dass dann eine kleine Raffinerie hinten dran ist. which means that you can start filling cars in the gas tanks. Das würde bedeuten, dass man von hinten dann direkt die Autos befüllen kann mit dem richtigen Treibstoff. So you can make gasoline and diesel with one unit. Das heißt, du kannst aus einer Anlage dann sowohl Diesel als auch Benzin herstellen. So basically what you have is you have a cash ATM machine at the other end. Du hast eigentlich eine Cash-Maschine, ATM-Maschine am anderen Ende. Exactly. And we're also making it in a way that the heating of the machine can even be done with our own oil. Und wir machen das so, dass der Heizprozess auf der Maschine mit unserem eigenen Öl In case there is no raw materials otherwise available for creating the heat. für den Fall, dass zum Beispiel kein anderes Rohmaterial für die erste Hitze vorhanden ist. Let's stay here. We want to take a shake. Okay, we'll just 1 minute and we continue. So this unit here is our 3rd generation production module. Hier steht die 3. Generation unserer Anlagen This was the last batch system. und das war das letzte Batch-System, was bedeutet geschlossen, was geöffnet und geschlossen wird. Before Dr. Metta and the research team started to develop the continuous closed system. Bevor dann Dr. Metta und sein Team das geschlossene System weiterentwickelt haben. This machine has been in active use for about 5 to 6 years, Und das ist jetzt schon in aktivem Betrieb circa 5 bis 6 Jahre. and it has been processing approximately 20,000 kilos per day, converting that into average of about 10,000 liters of fuel per day. Also das hat eine Kapazität von circa 20.000 Kilo pro Tag und ein Ergebnis von circa 10.000 Liter Treibstoff pro Tag. But now when the 5th generation unit is in operation, Und wenn wir jetzt eben die 5. Generation am Laufen haben, they have stopped
the use of the third generation right now. Wurde der Gebrauch der dritten Generation auch eingestellt. And they're creating ways to make the batch system more environmentally friendly. Und es wird jetzt an Wegen und Mitteln geforscht, wie man das Batch-System mehr umweltfreundlicher gestaltet. So there are some works that will be done for this to try to advance the technology also from this unit. Das heißt, dieses System wird jetzt verbessert, dass man die Technologie hier, dass man einen Technologiefortschritt auch bei dieser Maschine hat. But it will not be used for active daily use anymore. Aber es geht jetzt nicht darum, dass es täglich jetzt 24 Stunden läuft. As the full focus is on the fifth generation. Weil unser Hauptfokus natürlich auf der 5. Generation liegt. This is the type of raw material we use for creating the heat for the machine. Also hier seht ihr ein Beispiel. Hier liegt zum Beispiel das billige Rohmaterial, also das Holz, mit dem wir die Maschine zum Starten bringen. So this is mainly rubber trees. Das sind also Rubber Trees? Yeah. Gummibäume. Also Gummibäume eigentlich, ja? Gummibäume. Ja. So Thailand is actually one of the largest producers of natural rubber in the world. Thailand ist einer der größten Produzenten von natürlichen Gummi in der Welt. And these trees are cut regularly in the plantations. Und diese Bäume, die werden regelmäßig. Other agricultural waste. Wir können zum Beispiel Landwirtschaftsabfall nehmen. We can use gas, Oder also Benzin, oil, Öl or even electricity oder sogar Elektrizität, if it's cheaply available. wenn das günstig verfügbar ist. Now here is our refinery unit. Und hier ist unsere Raffinerie. In this refinery unit we can refine 10,000 liters of pyrolysis oil per day. Und in dieser Raffinerie werden 10.000 Liter Treibstoff vom Pyrolysesystem raffineriert. So what we would do is we would take the oil from the machines Wir nehmen also das Öl aus den Anlagen and process it here, und leiten das hier um. and then we can manufacture your European standard diesel and gasoline. Und was dann rauskommt, ist der europäische Standard von Diesel und Benzin. But we don't have to refine it. Aber wir müssen es nicht unbedingt raffinerieren, We can already sell the oil straight out from the machine, sondern wir können auch direkt das Öl, was aus den Maschinen rauskommt, schon verkaufen. as the oil can be used for any type of low-speed diesel engines. Denn wie ihr schon gehört habt, das Öl kann natürlich verwendet werden für alle Niedriggeschwindigkeitsdieselmotoren. By the way, Thailand has 3 seasons. Übrigens wollte ich noch sagen, Thailand hat 3 Jahreszeiten. The hot season, Die heiße Saison, the very hot season, die sehr, sehr heiße and the damn hot season. und die total heiße Saison. You can choose which season is now. Und ihr könnt mal raten, welche Saison gerade jetzt ist. Only the hot one. Ja. Ich hab schon die Dämmhaut, habe ich schon mit damit. Die Dämmhaut Season, das ist da kannst du nicht warten, das ist nur Dämmhaut Season. If I may ask you guys to maybe form a line over here, Könnt ihr bitte euch in einer Reihe aufstellen? like in the army, which I know that you guys, maybe you start from here. Perfect. If you can line up over here, so we just, Einfach eine lange Linie bilden. perfect. Alfred, can you come with me here? Sure. Because there's a lot of things on the way so that you can hear and see us. Okay, now. And now we're on the shade, so that's better. Wir sind jetzt im Schatten, zum Glück. Okay, so this machine here is basically what we call the prototype of the 5th generation. Ihr seht jetzt hier den Prototypen der 5. Generation. And you will see the evolution Und ihr seht jetzt hier die Entwicklung from the 3rd generation von der 3. Generation to the 5th generation bis zur 5. Generation. in a moment when we go to the other side. Die werden gleich sein, wenn wir auf das andere Grundstück gehen. And what you will see is the 5th generation unit, Und was ihr jetzt sehen werdet, ist die 5. Generation which has Anlage. a big metal box. Und die hat so eine große Metallbox rundherum. Now, you might think, what is inside that box? Und ihr fragt euch vielleicht, was ist denn drinnen in dieser Box? And the answer is this. Die Antwort ist, So this is the naked version of it. das ist also die nackte Version. So
as we have explained to you before about the batch system, So wie wir das euch schon erklärt haben über dieses Batch-System, where you have a one container, das aus einem Cylinder. Container besteht and you heat up the cylinder und du heizt mal den Zylinder, to vaporize the plastic. damit das Plastik hier in Form von Dampf ausströmen kann. But like Dr. Metta explained, Aber wie Dr. Metta ja schon gesagt hat, when you are finished with the plastic, you must open the batch. You open the system. dass wenn du mit dem Verbrennen von Plastik fertig bist, dann musst du das System wieder öffnen, den Deckel. And in this way, you release a lot of pollution to the environment. Und natürlich kommt dadurch ganz viel Verschmutzung raus in die Umwelt. So what Dr. Metta and his team created So das, was Dr. Metta und sein Team geschaffen haben, was the closed system, das war das geschlossene System, which is continuous. das durchlaufend ist. And what happens here, you can see our reactor. Ihr seht hier unseren Reaktor What happens is the plastic is fed in from the top, und das Plastik wird von oben eingefüllt and the plastic will travel a total of 8 chambers, und das Plastik durchläuft dann eine Summe von insgesamt 8 Kammern, which are laid on top of each other, die übereinander aufgestellt sind, where temperature is ranging from about 100 degrees, about 80 degrees, wo die Temperatur von 80 Grad steigt, to about 470 degrees Celsius. bis sie auf 400 Grad oben ist. And what happens is there is a screw conveyor, screw Also transport, genau, Spiral. Spiral. eine Spirale ist da drin, danke, which allows the continuous process. der diesen ständigen Prozess am Laufen hält. Our innovations and our technology is based on this idea. Und unsere Innovation und Technologie basiert genau auf dieser Idee. And there's nobody else in the world who is doing the process in the same way. Und niemand auf dieser Welt tut diesen Prozess auf die gleiche Art und Weise. Not yet. Probably because all the videos that are being filmed, there will be soon. Vielleicht, weil das überall auf Video jetzt aufgenommen wird, kann es passieren, dass das bald der Fall sein wird. But we believe that you guys can work together with us and take this technology and opportunity out to the world fast. Aber wir glauben an euch, dass ihr mit uns zusammenarbeitet und dass ihr diese Technologie weit hinausbracht in die Welt auf die schnellste Art und Weise. There is of course many other smaller solutions inside the reactor that we don't openly talk about. Natürlich gibt es auch kleinere Lösungen in Details, also im Reaktor, über die wir jetzt nicht sprechen. But our system is right now considered the most advanced and the most efficient and environmentally friendly on the world. Aber es ist sicher, dass unser System im Moment das sicherste und das umweltfreundlichste und effizienteste auf der ganzen Welt ist. So now when you look at the machine and you see the box, Und wenn ihr jetzt die Anlage anschaut und diese Box dann seht, there is actually 2 of these inside. dann könnt ihr wissen, dass 2 von diesen Reaktoren da drinnen sind. Now many times I have been asked, is this technology patented? Ich bin oft gefragt worden, ist denn diese Technologie patentiert? The problem with patenting is the following. Das Problem mit dem Patentieren ist das folgende. Number 1, there are no global patents, Nummer 1, es gibt keine globalen Patente, which means that you cannot protect something globally anyway. also du kannst sowieso nichts global schützen. Number 2, Und zweitens, when you file a patent application, wenn du so ein Patent einreichst, you have to provide every single technical detail, dann musst du auch jedes technische Detail verraten, which means that we would be providing a blueprint, the plan for our competitors. das heißt, wir würden unsere ganzen Geheimnisse für unsere Mitbewerber offenlegen. That is also the reason why Coca-Cola has never patented their recipe. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Coca-Cola ihr Rezept nie patentiert hat. So instead what we do Sondern unser Weg ist folgender. is we want to close and protect our technology inside the metal shield. Also wir wollen unsere Technologie innerhalb dieser Metallbox beschützen.
And we are never going to be selling our machines. Wir werden unsere Maschinen nie verkaufen. We are only doing partnerships where Sepco will be the technological partner. Wir gehen nur Partnerschaften ein, wo Sepco der technologische Partner sein wird. So we will always be in charge of the maintenance, the service, any kind of repair of these machines. Das heißt, unser Teil ist dann immer die Reparatur der Maschinen, die Wartung der Maschine und das Service. We also have electronic sensors built in, Natürlich haben wir auch elektronische Sensoren, die eingebaut sind, which will allow us and you die euch und uns erlauben, to be able to track the input of plastic waste and the output of oil every day. dass wir nachverfolgen können, das was an Plastik hereinkommt und das was an Öl herauskommt. As well as CCTV cameras on every site, of course. Und natürlich auch Kameras, die unser Grundstück ständig bewachen. And sensors to know if anybody would open and enter into the metal shield. Wir haben auch Sensoren, die uns sofort sagen, wenn jemand diese Metallbox öffnet. So in this way we are able to protect our technology Auf diese better. Art und Weise werden wir unsere Technologie schützen. But also I'm very happy to say that our research team is already working on the 6th generation. Und ich freue mich auch sehr, euch heute sagen zu können, dass unser Forschungsteam schon an der 6. Generation But arbeitet. that one we don't talk about yet. Aber über das wollen wir noch nicht sprechen. So right now we focus on expanding and building as many of the 5th generation production units around the world as we can. Jetzt geht es darum, wir fokussieren uns darauf, dass wir so viel wie möglich die 5. Generation Anlagen um die ganze Welt herum produzieren und aufstellen. And together with such a professional and motivated group as you guys are, Und zusammen mit solch einer motivierten und professionellen Gruppe von Leuten, wie ihr sie seid, I'm feeling very confident that we're going to be soon building these very fast. da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, dieses Ziel sehr bald zu schaffen. But this is only happening if we all work together Aber natürlich passiert das nur, wenn wir alle zusammenarbeiten as a team. als Team. Thank you. This is the first fully operational 5th generation Polypetron production module. Meine Damen und Herren, das ist die erste Anlage der Polypetron 5 Generation, die in vollem Betrieb ist. There's a special person that I would like to introduce you next. Ich möchte euch eine spezielle Person jetzt vorstellen. Mr. Tawat, who is our chief engineer of Sepco Industries company. Der Herr Tawat, der ist unser Chefingenieur von Sepco Industries. And he is also one of the founders Er ist of auch Sepco, einer der Gründer von Sepco and he has been fundamental in developing the entire technology. und er war fundamental daran beteiligt, die gesamte Technologie zu entwickeln. He has also received a government award Er hat auch von der Regierung eine Auszeichnung bekommen, for being the most knowledgeable person in Thailand about the pyrolysis process. dafür, dass er die Person ist, die sich am meisten auskennt in Thailand mit Pyrolysesystemen And the technology around it. und der gesamten Technologie rundherum. Now, if I can ask one more time, applause for both of these gentlemen. Und ich möchte bitten, noch einmal unsere beiden zu applaudieren. What you are seeing here today and seeing at the research facility and on this estate here today Was ihr heute seht, hier auf diesem Gelände im Forschungsbereich, is very probably going to be considered as one of the greatest innovations of our lifetime. das ist eine der großartigsten Innovationen in unserer Lebensgeschichte. And it's very important that you can see the evolution and the work that has been put in by the research team over the last 18 years. Und es ist sehr wichtig, dass ihr in der Lage seid, die Evolution der letzten 18 Jahre mitzuverfolgen. And now it's up to all of us to take this innovation technology worldwide. Und nun liegt es an uns, dass wir gemeinsam diese Technologie in die Welt hinaustragen. One thing that is sure Und eines ist sicher, is that we are not running out of plastic waste as a raw material, wir werden niemals zu wenig Plastik als Rohmaterial haben. and there is no shortage of the supply or shortage of demand
for the oil on the market. Und auf der anderen Seite wird es auch nie zu wenig Nachfrage nach Rohöl geben. The production of plastic is increasing by year, Die Produktion von Plastik steigt jedes Jahr drastisch an and the demand for oil is increasing by year. und auf der anderen Seite die Nachfrage von Öl steigt auch sehr an. We could not be in a better location at the right time Wir könnten zu keiner anderen Zeit an einem besseren Ort sein. but now we need to take heavy action. Aber nun müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Thank you. Danke. Now, now, I would like to take you around the machine and I would like to take you around the machine Ich möchte euch jetzt um die Maschine herumführen and to explain you step by step what is happening. und euch Schritt für Schritt erklären, was hier passiert. The first start here. This is where we create the heat for the process. Hier stellen wir die Hitze für den Prozess her. And as you can see, we are using the wood Und ihr seht hier, wir benutzen hier noch das Holz zum Anheizen. which is being burned Das Holz ist hier, wird hier jetzt verbrannt and then creating the heat to process the plastic. und erzeugt die Hitze, damit das Plastik dann auch verarbeitet wird.
where the temperature and the pressure in all of the chambers can be controlled. Wo der Luftdruck, der Druck und die Temperatur in den Brennkammern kontrolliert wird. Now I wish to highlight again Ich möchte das nochmal unterstreichen, that this oil that comes out is ready to be used as it is. dass dieses Öl, was hier herauskommt, schon fertig zur Verwendung ist. In any low-speed diesel engine. In allen Niedriggeschwindigkeitsdiesel, Such as your buses, trucks, zum Beispiel die Busse, die Züge, die gesamte Schifffahrt. I'm excited to see the garbage. Ich habe gewusst, dass ihr so aufgeregt wart, unbedingt den Abfall zu sehen. So we didn't want to send you home Wir wollten euch nicht nach Hause schicken, before you were able to take your selfie with the garbage. bevor ihr nicht euer Selfie mit dem Hintergrund des Abfalls machen könnt. So now we are here, Jetzt sind wir da. and despite of some of the delays, now you have garbage to look at. Okay, nun habt ihr den Abfall. Yeah. Different ways. There are more cleaner plastic and more dirtier plastic. Also hier kommt das Plastik rein. Das ist das bereits gereinigte Plastik hier.